Herzlich willkommen zum zweiten Tag bei der Obscene-Messe in Sindelfingen bei Stuttgart. Und ich habe das Glück, heute Pony Couture mir gegenüber sitzen zu haben. Die habe ich nämlich gestern getroffen, die ist hinten um die Ecke und hat nämlich so ein paar richtig coole Sachen am Stand. Und sie sieht ja auch richtig geil aus. Jetzt darfst du mir mal gleich erzählen, was machst du für coole Sachen? Ja, also ich mache Latex bunt, wie man sieht, und Glitzer mag ich sehr gerne. Glitzer ist immer toll, super. Wenn es leuchtet noch, ist noch besser, und Glitzer und Leuchten. Pony Couture ist so meine Spielwiese, würde ich sagen. Ich experimentiere da viel, also es gibt keine Kollektion und ich nehme auch keine Aufträge an, sondern das ist eher so mein Herzensprojekt irgendwie, wo ich versuche mit Materialien zu experimentieren, was geht. Geht Latex mit Leder zum Beispiel, wie kann ich das mit Chiffon kombinieren oder was kann ich an Perlchen draufnähen und so weiter. Deshalb, das sind alles Einzelstücke quasi, die ich für spezielle Shows gefertigt habe. Und genau, das ist so einfach so wenn ich so Ideen habe, irgendwie will ich das umsetzen. So. Du hast mir vorhin erzählt, du kommst eigentlich aus der Theaterecke. Wie kommst du vom Theater zum Latex? Das Latex war vorher, ehrlich gesagt. Ich habe schon während meinem Studium, also ich bin Modedesignerin, ziemlich viel experimentiert, gerade Plastik und alles mögliche. Baumarkt, wenn ich in den Baumarkt gehe, ist immer super, dann nehme ich alles mit, so, was geht da? Und dann bin ich irgendwann auf Latex gestoßen. Also ich kam wirklich über das Material auch in diese Szene quasi und habe dann damit ein bisschen experimentiert. Das fanden meine Profs leider nicht so toll. Deshalb habe ich so eine Kollektion noch zusätzlich zu meiner Abschlussarbeit gemacht, bisschen Latex drin, weil das durfte ich nicht einreichen quasi, weil das war keine Mode für die oder keine Verarbeitungstechnik so. Und dann hatte ich eben 2010 auf der Fetish Evolution meine erste Show mit Pony Couture, das habe ich mir so überlegt, diesen Namen, weil ja, und es sollte ein bisschen couture-mäßig sein. Also ich habe Stoff kombiniert, Spitze gemacht und mit Perlchen und Federn. Und so ist das entstanden, weil ich einfach Bock hatte zu experimentieren. Und früher war es auch so, ich habe noch die Spitze selbst auf Latex geklebt. Mittlerweile kannst du das ja als Meterware kaufen, das ist ja gar kein Problem und so verarbeiten. Und ja, ich finde es auch immer toll, was da jetzt so geht mit Bemalen oder mit, was man sich so alles kaufen kann im Bereich Latex-Meterwaren, sage ich mal. Ja. Du hast jetzt auch gerade noch 2 Stücke hier mitgebracht zum Angucken. Zeig doch mal, was ist es an denen besonders? Also das war meine letzte Kollektion, die Gladiola. Und da habe ich Plastik verarbeitet und eben auch hier ein bisschen Cyberlocks mit reingemacht, wie man sieht. Also es funktioniert, Stoff und Latex zu kombinieren. Und da waren auch ein paar Teile dabei, die man aufblasen konnte. Und ich habe jetzt leider nicht so viele Musterstücke dabei. Also, aber ja, gerade aufblasbar finde ich auch total spannend, dass wir das ganze Form machen und so mega. Das ist echt super, ja. Genau. Und das andere Stück hier, das Schöne? Das ist aus der Metropolis-Kollektion. Da habe ich jetzt mit Pelzhaken was. Da war so ein bisschen Thema. Ja, es ging um so Metamorphosen und um Hautgeschichten, Verwandlung und das ist alles so ausgeschnitten, habe ich dann einpaspeliert, auch mit richtigen Paspeln. Also ich habe wirklich Schnüre mit Latex bezogen und die reingemacht und dann alles hier, ja, gab es auch Teile, die noch mit Schläuchen waren, wo ich dann für die Show mit Blut gefüllt hatte, wo man dann so abreißen konnte. Und also ich bin da schon ein bisschen bei Shows so, dass es so einen Theatereffekt irgendwo auch gibt, also dass man irgendwas zu sehen bekommt. Nicht einfach nur nach vorne laufen, sondern irgendwas muss es immer noch so sein, ja, genau. Du erwähnst immer wieder Shows. Auf welchen Shows können wir dich jetzt zum Beispiel sehen? Also ich habe wirklich vor, dieses Jahr, ich habe ja ein bisschen längere Pause gemacht, wieder eine Show zu machen, also eine Kollektion quasi rauszubringen, aber was genau, das steht jetzt noch nicht fest. Es ist so im Gespräch, ich möchte es noch nicht verraten und deshalb, aber es wird dieses Jahr definitiv eine Pony Couture Kollektion geben mit Show. Und wo gibt's denn diese Show? Wo gehst du denn hin? Machst du da eine eigene Show oder gehst du irgendwo? Ja, es wird schon hier eine Messe sein, wo ich das wirklich auch diesem Publikum präsentiere, ja, genau. Wenn man jetzt sagt, hey, das hört sich alles super an, ich möchte dann auch mal so eine Show sehen mit dem neuen geheimnisvollen Projekt, das da kommt. Wo können wir herausfinden, wann du so eine Show machst? Hauptsächlich über Instagram. Also da bin ich gerade sehr aktiv und mein Blog, da bin ich wirklich ein bisschen schreibfaul auch mittlerweile und so ist es als Arbeit. Wenn man so ein Ein-Frau-Unternehmen ist, ist das schon ein bisschen mega, ja, deshalb, also Instagram wirklich, da ist das die neuesten Sachen, ja. Und
Was machst du mit deinen Teilen? Verkaufst du deine Teile, an denen du, also das sind ja alles Experimente so ein bisschen, verkaufst du die nachher oder was passiert mit denen? Also es gibt natürlich immer wieder Fotografen, die mich ansprechen oder so und dann mache ich auch eine Kooperation, wenn mir der Fotograf eben zusagt vom Stil her und sonst nehme ich das eben auf so Messen mit und dann verkaufe ich es, ja. Genau, so kann man es eigentlich haben. Online-Shop habe ich nicht, das ist auch sehr aufwendig von der Pflege her. Man sieht, ich bin ein bisschen faul in so Sachen. Ja, aber also so Messen, da habe ich so eine Stange dabei und dann kann man ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, genau, ja. Also, jetzt gucke ich immer schon so nach rechts rüber. Das sind nämlich die Öhrchen. Und das war ja auch ein Grund, warum ich bei dir unbedingt stoppen musste, weil das sticht ja wirklich auch raus. Was ist das für eine Maske? Das ist eine Maske aus Fahrradschläuchen. Also ich habe wirklich Fahrradschläuche geholt und die nicht vernäht, sondern wie eben Gummi, wie Latex verklebt. Das heißt, ich mache zuerst so eine textile Oberfläche quasi und schneide dann daraus diese Maske. Ich nehme sie mal ab, damit man das auch sieht ein bisschen. Weil hier hinten, ich muss die Kamera ein bisschen, also alle Nieten und sowas, das ist alles, da stört nichts am Gesicht und so weiter. Und hier sind Stäbe drin, damit die Ohren ein bisschen stehen. Ich habe auch welche mit hängenden. Und was das Besondere ist, ich bin ja auch Brillenträger, also ich könnte hier diesen Nasensteg abnehmen. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen und dann auch mit der Brille anziehen. Also wir haben Hasenöhrchen auch für Brillenträger. Wie bist du drauf gekommen, sowas überhaupt anzufertigen? Also wie kommt man drauf, das jetzt zu machen und warum Hasenöhrchen? Ja, also ich habe auch Katzen, ich habe auch Mäuse gemacht, auch Füchse gemacht, auch Raben gemacht und ich finde Masken eigentlich sehr interessant, weil sie verstecken dich sofort, du kannst spielen mit allem Möglichen und sowas reizt mich auch immer, einfach den Mensch irgendwie zu verpacken zu sowas bisschen Alienartigen oder zum anderen Fabelwesen oder sowas. Jetzt habe ich mal noch so eine Zwischenfrage. Jetzt machst du all diese Sachen und du verklebst es und machst und tust. Was hast du gelernt, dass du es alles kannst? Viel. Ich habe wirklich angefangen als Floristin. Also ja, wirklich. Und da habe ich so gebastelt. Dann wollte ich aber ein bisschen mehr in die Modebranche einfach gehen, weil mich das schon immer gereizt hat, wie gesagt, den Mensch irgendwie einzupacken. Also wirklich zu verpacken, nackte Haut ist echt nicht so meins. Und dann habe ich eben noch eine Modedesignerin gemacht, meinen Maßschneid danach gemacht, aber bin danach irgendwie beim Theater hängen geblieben. Das war wirklich Zufall und dort bin ich fast jede Abteilung durch, also von Schuhmacher, Putzmacher, also die Hüte machen, Fundusbetreuung, ich kann Schnitte machen, natürlich Gewandmeister, Produktionsleitung, ich war alles schon irgendwie in dem Theater und auch Kostümbild natürlich dann, wo ich so ausgefallene Sachen, ist immer ein bisschen Fantasy-mäßig bei mir dann auf der Bühne und ja, sowas machen. Mhm. Spannend, absolut spannend. Und jetzt hast du mir aber nochmal so eine schöne Fliege hier mitgebracht und da hast du nämlich auch so ein paar an deinem Stand. Und was hast du denn jetzt mit diesen Fliegen auf sich? Warum machst du Fliegen? Warum mache ich Fliegen? Genau, die Herren haben immer gesagt, ich hätte gern was, weil meine Sachen sind sehr bunt und nicht jedem Herrn ist das so, also die finden es ja. So, ist eben Geschmackssache bunt, würde ich sagen. Und dann habe ich angefangen mit so ein paar Vintage-Stoffen, die ich gefunden habe, Hemden zu machen. Und da hat mir was gefehlt dazu, ein Accessoire. Und deshalb bin ich auf diese Fliegen gekommen. Und Materialmix ist auch, also hier, das war mal ein altes Buch, ich habe Ausschallplatten, ich habe natürlich auch Fahrradschlauch, Fahrradreifen, Filzgrat, Leder, was ich dann, eine Bekannte von mir hat einen Laser, den lasse ich dann lasern von ihr und sowas, also wirklich ausgefallen und damit gehe ich auch auf normale Märkte, deshalb muss ich das ein bisschen trennen von Pony Couture und das ist einfach, ja, das sind meine Fliegen. Jetzt, was ist, wenn da so Herren da draußen sind und sagen, hey, ich brauche so eine ausgefallene Fliege? Wo können Sie solche Fliegen finden, wenn es gerade nicht Weihnachtsmarkt ist? Im Internet. Ich habe einen Etsy-Shop, mr.ponyklau.com und da entweder direkt bestellen in dem Shop oder mich anschreiben. Man hätte gern Form, Gravur zu Hochzeiten, Namen von der Braut und sich selbst oder wie auch immer. Und das macht mich dann, ja, genau. Also ich würde sagen, das hört sich alles richtig super gut an. Und wo man dich überall finden kann mit deinen unterschiedlichen Produkten, das blende ich unten im Kasten ein. Also wenn ihr da draußen seid und Interesse habt, mehr über diese sehr interessante Frau rauszufinden und über die Sachen, die sie herstellt, dann bitte einfach unten im Kasten schauen und dich finden, gell? Ich sage jetzt mal herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du deine tollen Sachen vorbeigebracht hast und ich wünsche noch einen ganz schönen Messetag heute und auch natürlich morgen hier auf der Obszenen Sindelfingen. Dankeschön. Danke.